I wanna believe you, but you turn your back on me. I don't wanna need you, but I'm breaking at the seams. The joke's on you. I'm done falling for your lies. You fooled me once, it's hard to trust. You won't fool me twice. I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth, you talk a big game, but you're reckless. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin hier in Schweden unterwegs mit meiner Frau im Wohnmobil und 2 Freunden. Und wir haben hier ein schönes Plätzchen gefunden, direkt an dem See. Wir sind in der Nähe von Kisa. Das wird den meisten natürlich nicht sagen. Das ist ungefähr so 250 Kilometer westlich von Stockholm oder 200 Kilometer östlich von Göteborg und dann so ein bisschen Richtung Norden. Also so mittendrin. Viele Seen hier und ja, ihr könnt ja sehen, hier hat das Naturherz alles, was es begehrt. Ja, ich wollte ein bisschen fotografieren hier und es ist jetzt abends. Wir sind noch so 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang. Und ich habe hier diese Szene ausgesucht. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, was ich wirklich mache. Aber die Fichte da auf diesem kleinen Felsen, das sieht schon ganz gut aus. Da muss ich nur noch mal die Perspektive vielleicht wechseln. Aber auch diese kleinen Felsen und mit dem Schilf hier, das ist auch schön. Also das hat schon einiges zu bieten hier. Sieht ganz gut aus. Das Licht ist jetzt fantastisch. Ja, ihr seht ja so ein bisschen Wolken, die Sonne kommt unten raus. Wir hatten tagsüber heute ein bisschen viel Regen, aber jetzt ist es genau richtig. Das schöne, weiche Licht der goldenen Stunde kommt gleich. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Zeit, die Kamera richtig zu positionieren. Ich werde jetzt hier noch mal so ein bisschen rumgehen. Ich bin hier auf so einer kleinen Landzunge, die in den See reinragt. Da kann ich noch bis nach vorne gehen. Die äußerste Spitze ist halt das, was man da sieht, mit der Fichte auf dem Felsen. Wenn das jetzt heute Abend nicht richtig reinzukriegen ist, dann muss ich halt morgen früh vielleicht noch mal wiederkommen. Wobei, das wäre echt brutal. Sonnenaufgang ist hier 4:20 Uhr. Ich glaube, ich finde lieber heute Abend was. Okay, dann legen wir mal los. Bis gleich. Ja, ich suche jetzt so ein bisschen die Position und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Fichte hier reinzunehmen. Ich komme mal eben zur Kamera. Ihr könnt in dem Bild sehen, es gibt hier einmal unten links der Felsen, der so reinläuft. Damit meine ich den hier. Und dahinter ist so ein kleiner einzelner Felsen. Und wenn ich jetzt hier oben rechts stehe, dann kommt dieser kleine Felsen auch auf die rechte Seite der Fichte. Das gibt ein bisschen harmonischeres Bild, ein bisschen mehr Gleichgewicht im Bild. Wobei die Position, wo ich jetzt hier stehe, die ist auch schon nicht schlecht. Also ich werde sicherlich beides probieren. Ist natürlich Gegenlicht. Wobei, wenn ich jetzt wieder hier hochgehe auf den Felsen und von hier oben fotografiere, dann habe ich die Fichte genau in der Sonne und kriege vielleicht noch einen guten Sonnenstern hin. Oder ich warte einfach wirklich, bis die Sonne noch weiter runter ist. Aber also, es gibt mehrere Möglichkeiten hier und die sind wirklich alle gut. Ich werde alle probieren und die wirklich was taugen, die zeige ich euch dann auch. I wanna believe you, but you turn your back on me. I don't wanna need you. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir natürlich direkt die schwierigsten Bedingungen ausgesucht mit direktem Gegenlicht. Das war nicht einfach zu managen. Die meisten Aufnahmen waren wirklich nicht zu gebrauchen, weil ich ständig mit Lensflare zu kämpfen hatte. Diese Aufnahme ist noch ganz gut geworden. Das Gras hier auf dem Felsen, das leuchtet schön und Lensflare ist einigermaßen in Grenzen gehalten worden. Rechts kann man noch leicht so einen roten Streifen sehen, aber da kann ich eigentlich noch ganz gut mit leben hier. Also die Aufnahme gefällt mir ganz gut, ist aber auch wirklich die einzige, die ich aus den ganzen Bildern rausziehen konnte.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin jetzt an dem gleichen Platz wie gestern Abend. Da musste ich leider abbrechen. Hat unheimlich stark angefangen zu regnen gestern Abend. Und ich musste wieder einpacken. Wobei ich habe ein paar ganz gute Bilder gemacht, aber ich konnte halt nichts mehr in die Kamera sprechen. Ich musste dann ad hoc einpacken und zum WOMO zurück. So, ist jetzt 5 Uhr morgens. Absolute Stille. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, was ich hier vorhabe. Alle tolle Motive. Das ist eins meiner Motive. Diese schöne kleine Kiefer hier. Das ist klein, die hat auch 3 Meter schon. Aber so schön ganz alleine hier, wächst sie aus dem Felsen raus. Und ich habe die gestern Abend schon fotografiert. Ich werde das aber gleich noch mal probieren, wenn die Sonne hier über den kleinen Bergkamm kommt. Ist übrigens jetzt so kurz vor 5. Und das passt schön in dem schön reflektierenden Licht auf dem See. Und dann die Kiefer ganz alleine rausgestellt. So, die Sonne ist jetzt draußen, also über dem Bergkamm. Und jetzt scheint mir die auch natürlich schön hier in diesen kleinen Baum. Guck mal, wie schön das Licht hier an der Seite dieses Stamms zu sehen ist. Herrlich. Gibt so einen leicht goldenen Ton auf dem Stamm. Und die Baumkrone ist in der Sonne. Ich mache jetzt wieder 2 Aufnahmen. Einmal wirklich mit einer kurzen Belichtungszeit, damit ich den Baum ohne Bewegung drin habe. Weil man kann am Wasser sehen, es ist doch ein bisschen Wind. Und dann versuche ich nochmal Langzeit, damit ich das Wasser ein bisschen glatt kriege. Eventuell muss ich dann die beiden Bilder halt kombinieren. Aber das Licht gefällt mir wirklich gut jetzt. I wanna believe you, but you turn your back on me. I don't wanna need you, but I'm breaking at the seams. The joke's on you. I'm done falling for your lies. You fooled me once, it's hard to trust. You won't fool me twice. I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth, you talk a big game but you're reckless. Why can't I leave you? I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth is laced with little lies and I'm broken. Why can't I leave you? Why can't I leave you? You leave me guessing. You got 1 foot in and 1 foot out. You leave me a mess when. So, hier könnt ihr noch mal eine schöne Kiefer sehen. Die gefällt mir sehr gut, wie die sich, also die ist schon ein bisschen älter, kann man ja sehen. Der Stamm ist schon relativ dick. Was mir gut gefällt, ist, dass die sich halt mit ihrer Krone so über diesen Felsen duckt hier. Und, aber so gefällt mir die Perspektive noch nicht. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen runter. Ja, ich glaube, von hier ist besser, wenn ich hier schön diese kleine Wasserausbuchtung noch reinbekomme und die kleinen Felsen, die drin liegen. Da im Hintergrund ist auch noch ein Felsen. Muss mal sehen, dass ich die noch schön mit reinbekomme. Ich brauche hier noch ein bisschen Licht. Ich bin noch ein bisschen zu früh. Die Sonne, die ist noch nicht über den Bergkamm. Das wäre natürlich toll, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Seitenlicht reinbekomme. Die Sonne kommt hier tatsächlich von der rechten Seite vom Bild. Ja, ich muss einfach noch ein bisschen abwarten. Aber was mir auch gut gefällt, ist natürlich der Felsen dazu mit den Flechten drauf. Ja, so ein bisschen Türkis da drin vom Felsen. Ich bin jetzt noch mal so ein bisschen hier um diese Kiefer rumgekrabbelt. Und ich werde wahrscheinlich noch mal von hier unten probieren, weil hier auf diesem Fels ist Moos und das leuchtet herrlich grün. Das kann man jetzt in dem Video nicht gut erkennen. Und was mir gut gefällt, ist
die Wurzel, die hier rauskommt von der Kiefer. So quer und dick und ja, die hat einfach Charakter und die möchte ich gerne mit reinnehmen. Da hinten kann man den Campingplatz sehen, wo ich mit meinem Womo stehe. Kleiner, idyllischer Platz, herrliche Ruhe, direkt am See. So stellt man sich Schweden vor. Ja, ist ein bisschen Wind aufgekommen. Das macht das jetzt ein bisschen komplizierter, weil das Schilf bewegt sich natürlich enorm dann und auch die Bäume. Ich wäre natürlich gerne auf eine etwas längere Verschlusszeit gegangen, aber die Szene ist natürlich trotzdem schön. Also ich bin jetzt noch mal an dem Platz, wo ich gestern Abend schon mal war, und was ich gerne probieren möchte, ist halt, oder was mir so gut gefällt, dieser schöne Felsen hier mit dem Schilf davor, und weil die Felsen, die sind durch das Moos sind die so ein bisschen grün, türkis, und dann als Hauptmotiv diese Kiefer reinnehmen und hier diese Felsen, die Linien, die sich ergeben haben durch den Wasserstand, das führt so schön ins Bild rum zu der Kiefer. Also gefällt mir gut. Aber ich muss immer noch auf ein bisschen besseres Licht warten. Aber es ist noch früh am Tag, und wenn die Sonne gleich mehr reinkommt in den Baum, dann schlage ich los. Oder schlage ich zu. So, jetzt habe ich das Licht, das ich brauche. Kann man sehen, hier der Felsen schön in der Sonne. Guck mal, hier vorne das Gras ist ein Lichtpunkt und die Kiefer wird schön von der Seite angestrahlt. Herrlich. Ja, Leute, schaut euch das an. Das ist hier das Fotografenparadies. Ich entdecke hier wieder oder immer wieder neue Ecken. Unglaublich. Hier ist so eine Steganlage. Und dann kommt hier schön das Gras raus. Oder Schilf, ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich Schilf. Ich schwenk mal rum. Und hier die Boote, die da liegen. You fooled me once, it's hard to trust. You won't fool me twice. I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth, you talk a big game but you're reckless. Why can't I leave you? I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth is laced with little lies and I'm broken. Why can't I leave you? Why can't I leave you? You leave me guessing. You got 1 foot in and 1 foot out. You leave me a mess when. Ja, ich bin jetzt zum 3. Mal hier an dieser Stelle. Also
die ist wirklich fantastisch. Also was die an Motiven hergibt, ich glaube, ich könnte mich hier Wochen aufhalten, nur an dieser kleinen Landzunge. Ich habe ja bei der letzten Einstellung des Videos schon versucht, diese Kiefer reinzubekommen. Es ist mir nicht so richtig gelungen. Ich habe zwar ein paar ganz gute Aufnahmen machen können, aber jetzt am dritten Tag, ich bin gerade noch mal so ein bisschen rumgelaufen und habe währenddessen Timelapse laufen lassen. Und da habe ich die richtige Perspektive gefunden und die zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar, wenn ich auf den Felsen hochgehe und dann gehe ich unter das Dach von dieser Kiefer und dann kriege ich die komplett rein und habe im Hintergrund hier schön den auslaufenden See mit den grünen Pflanzen drin. Ich brauche aber einen Ultraweitwinkel. Das muss ich gerade noch mal im WOMO holen, weil ich bin einfach erstmal mit einem ganz normalen Objektiv 55 x 16 losgelaufen. Das hat aber nicht gereicht vom Weitwinkel her, weil wenn ich so nah rangehe, dann muss ich natürlich Weitwinkel richtig aufreißen. Ja, ich gehe jetzt mal hoch und dann mache ich die Einstellung da. Ich habe das Video nicht von da gedreht, weil es ist einfach schwierig, dort das Stativ zu platzieren und dann gleichzeitig zu drehen. Das wird wohl nicht funktionieren. Aber das Bild blende ich euch jetzt ein. Ja, was mir bei dieser Einstellung gut gefällt, ist dieser schöne Ast hier, den ich mit in den Vordergrund nehmen konnte. Diese knorrigen Strukturen. Und dennoch fügt sich dieser alte Ast hier gut ins Bild ein. Also er dominiert nicht zu stark. Und der Baum hier bleibt halt wirklich das Hauptmotiv. Ja, die Farben gefallen mir sehr gut. Ist natürlich ein bisschen chaotisch mit den Ästen hier, aber insgesamt finde ich, ist es eine gelungene Aufnahme. Was mich bei diesen Aufnahmen immer ein bisschen stört, ist, wenn der Himmel im Hintergrund zu hell ist. Aber das bekomme ich jetzt hier einfach nicht raus. Dafür ist diese Kiefer zu licht. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich eine gelungene Aufnahme. Ja, ich habe dann nochmal die Flucht nach vorne angetreten und habe den Himmel einfach heller gemacht, deutlich heller. Ich spiele ja schon mal ganz gerne mit den Nik-Filtern, habe die Aufnahme ein bisschen cooler gemacht, insbesondere hier im Bereich von dem Ast. Ist auch eine etwas andere Perspektive nochmal, ich bin weiter runtergegangen. Ja, und bin dann mit den Nik-Filtern in den High-Key-Bereich gegangen, wobei hier im Moos kann man noch schön das weiche Licht erkennen. Also ich finde eine schöne Variante, aber das ist natürlich immer auch sehr Geschmackssache. You got one foot in and one foot out. You leave me a mess when it's 3 a.m. and I'm alone on the couch. You walk a fine line between your days and your nights. You broke me once, but I like to love what isn't right. So I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth, you talk a big game but you're reckless. Why can't I leave you? I take everything you say with a grain of salt. Ja, das waren zum Abschluss noch mal ein paar Aufnahmen von diesem Ort, die ich so gesammelt habe über die 3 Tage. Und das letzte Bild hier, das ist mein Lieblingsschuss von diesem Ort. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch gerne einen Daumen rauf oder lasst mir auch gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.